Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das hoffentlich nicht zu oft in deinem Leben vorkommt, nämlich Verletzungen. Aber wenn es passiert, dann ist es super wichtig, dass du die richtigen Wörter kennst, um darüber zu sprechen. Und genau darum geht es heute. Ich zeige dir 10 Ausdrücke, wie du über Verletzungen auf Deutsch sprechen kannst. Und damit du dann alles in Ruhe nochmal nachlesen kannst, haben wir ein kostenloses PDF für dich vorbereitet. Den Link zum Download findest du unten in der Videobeschreibung. Und falls du mich heute zum ersten Mal siehst, hi, ich bin Theresa. Ich bin Deutsch-Muttersprachlerin und seit mehr als 10 Jahren schon Deutschlehrerin. Und jetzt geht's los mit dem Video. Sich stoßen. Sich stoßen. Wenn du mit deinem Körper oder einem Körperteil gegen etwas Hartes, zum Beispiel eine Wand, läufst, dann stößt du dich. Zum Beispiel, du bist sehr groß und läufst durch eine Tür und dein Kopf trifft die Tür. Dann kannst du sagen, ich habe mir den Kopf gestoßen. Oder du läufst durch die Wohnung und trittst mit deinem Fuß gegen das Tischbein. Dann kannst du sagen, ich habe mir den Zeh am Tisch gestoßen. Die Formen sind, er stößt sich, er stieß sich und er hat sich gestoßen. Was kann passieren, wenn du dich stößt? Das bringt uns zum nächsten Verb, nämlich eine Beule bekommen. Eine Beule bekommen. Also, wenn du dich stößt, kann sich unter der Haut eine Schwellung bilden. Also die Stelle wird dick. Das nennt man eine Beule, die Beule. Zum Beispiel, du bist in Gedanken und läufst gegen eine Tür. Deine Stirn tut weh und nach kurzer Zeit entsteht eine kleine Schwellung. Du bekommst eine Beule an der Stirn. Oder du spielst Fußball und ein Ball trifft dich mit voller Wucht am Kopf. Danach spürst du eine harte Stelle. Du hast eine Beule am Kopf bekommen. Es ist die Beule im Singular und die Beulen im Plural. Manchmal ist die Haut aber auch verletzt und es blutet. Dann passt das nächste Verb gut, nämlich sich aufschürfen. Sich aufschürfen. Wenn du hinfällst oder stürzt und deine Haut dabei beschädigt wird, aber nur oberflächlich, das nennt man aufschürfen. Es gibt eine Wunde, die leicht blutet oder brennt, aber sie ist nicht tief. Zum Beispiel, du stürzt mit dem Fahrrad und dein Knie ist verletzt und blutet. Dann kannst du sagen, ich habe mir das Knie aufgeschürft. Oder ein Kind stürzt auf dem Spielplatz und hat eine Wunde an der Hand. Dann kann man sagen, das Kind hat sich die Hand aufgeschürft, als es gestürzt ist. Er schürft sich auf, er schürfte sich auf, er hat sich aufgeschürft. Wenn du dich sehr stark aufgeschürft hast, brauchst du vielleicht das nächste Verb, nämlich eine Platzwunde haben. Eine Platzwunde ist eine sehr tiefe Wunde in der Haut, die entsteht, wenn man sich stark stößt oder einen harten Schlag bekommt.
Zum Beispiel, wenn du hinfällst und mit dem Kopf auf den Boden schlägst, dann kann die Haut aufplatzen und das nennt man eine Platzwunde. Sie blutet oft sehr stark und muss manchmal sogar von einem Arzt oder einer Ärztin genäht werden. Klassisches Beispiel: Ein Fußballspieler bekommt einen Ellbogen ins Gesicht direkt über sein Auge und es blutet sehr stark. Dann kann man sagen, er hat eine Platzwunde über dem Auge. Oder ein Kind rennt auf dem Spielplatz und fällt über einen Stein. Es fällt mit dem Knie auf den harten Boden. Die Haut platzt auf und es blutet. Kann man sagen, das Kind hat eine Platzwunde am Knie. Es ist die Platzwunde im Singular und die Platzwunden im Plural. Kurze Pause. Du möchtest noch sicherer im Alltag auf Deutsch sprechen? Dann schau dir unbedingt unseren Online-Kurs Fit im Alltag an. Dort lernst du genau solche Wörter und Redewendungen, die du täglich brauchst. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt zu Verletzungen der Muskeln, Bänder und Gelenke. Sich verstauchen. Sich verstauchen. Sich etwas verstauchen bedeutet, dass ein Gelenk, also zum Beispiel das Fußgelenk, das Handgelenk oder auch das Knie, plötzlich umknickt oder verdreht wird. Dabei werden die Bänder stark gedehnt oder auch leicht verletzt, aber der Knochen bricht nicht. Eine Verstauchung tut weh und kann auch anschwellen, also dick werden, aber meistens heilt eine Verstauchung von selbst nach einiger Zeit. Zum Beispiel, du joggst und plötzlich knickt dein Fuß um. Du kannst nicht weiterlaufen und als du deinen Fuß anguckst, siehst du, dass das Gelenk dick wird. Dann kannst du sagen, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Oder jemand fällt beim Basketball hin und landet direkt auf seinem Handgelenk. Das tut natürlich sehr stark weh und auch hier sieht die Person, dass das Gelenk dicker wird. Dann kann man sagen, er hat sich das Handgelenk verstaucht. Er verstaucht sich etwas, er verstauchte sich etwas und er hat sich verstaucht. Was ist schlimmer, als sich etwas zu verstauchen? Genau, das nächste Verb, nämlich sich etwas brechen. Sich etwas brechen. Sich etwas brechen bedeutet, dass ein Knochen im Körper kaputt geht. Das passiert oft durch einen Sturz oder einen starken Schlag. Ein gebrochener Knochen tut auch sehr weh und man kann das Körperteil nicht mehr richtig bewegen. Und meistens muss der Knochen dann in einem Gips ruhig gestellt werden, damit er wieder heilen kann. Zum Beispiel, wenn jemand von einer Leiter fällt und sich dabei verletzt, dann kann man sagen, er hat sich zum Beispiel das Bein gebrochen. Oder ein Junge klettert in einen Baum. Er rutscht ab und fällt auf den Arm. Sein Arm tut sehr weh und er kann ihn nicht mehr richtig bewegen. Er hat sich den Arm gebrochen. Er bricht sich etwas. Er brach sich etwas. Er hat sich etwas gebrochen. Weiter geht's mit dem nächsten Verb, nämlich sich verrenken. Sich verrenken. Wenn wir uns etwas verrenken, gerät ein Gelenk, meistens die Schulter, der Arm oder Finger, in eine falsche Position. Und das passiert oft durch eine plötzliche und falsche Bewegung
oder auch einen Sturz. Das tut auch sehr weh und man kann das Gelenk dann nicht mehr richtig bewegen. Und manchmal muss ein Arzt das Gelenk wieder einrenken. Zum Beispiel beim Basketballspielen machst du eine falsche Bewegung mit dem Arm und plötzlich fühlt sich dein Arm komisch an und du kannst ihn nicht mehr richtig bewegen. Dann hast du dir vielleicht die Schulter verrenkt. Oder du drehst deinen Kopf zu schnell zur Seite und plötzlich tut dein Nacken weh. Du hast dir den Nacken verrenkt. Er verrenkt sich, er verrenkte sich und er hat sich verrenkt. Jetzt geht es noch um Verletzungen durch Hitze oder scharfe Gegenstände. Zum Beispiel sich verbrennen. Sich verbrennen. Mit diesem Verb drücken wir aus, dass die Haut durch etwas sehr Heißes verletzt wird. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man etwas Heißes berührt, wie zum Beispiel Feuer, kochendes Wasser oder auch einen heißen Herd. Und die Haut tut dann weh, es wird rot oder bekommt Blasen. Zum Beispiel, du fasst auf eine heiße Herdplatte, dann kannst du sagen, ich habe mich an der Herdplatte verbrannt. Oder du trinkst einen Tee, aber er ist noch viel zu heiß und dein Mund tut weh. Du hast dir die Zunge verbrannt. Er verbrennt sich, er verbrannte sich und er hat sich verbrannt. Das nächste Verb ist sich schneiden. Sich schneiden. Man schneidet sich zum Beispiel mit einem scharfen Gegenstand wie einem Messer, ein Papier oder auch ein Glas. Die Haut geht an dieser Stelle auf und es kann auch bluten. Manchmal ist die Wunde klein, manchmal auch ein bisschen größer. Zum Beispiel, du schneidest Gemüse in der Küche und das Messer rutscht ab und deine Haut blutet. Du hast dich in den Finger geschnitten. Oder du rasierst dich morgens und der Rasierer rutscht ab und jetzt blutet deine Haut. Du hast dich beim Rasieren geschnitten. Er schneidet sich, er schnitt sich, er hat sich geschnitten. Und das nächste Verb, sich etwas einklemmen. Sich etwas einklemmen. Sich etwas einklemmen bedeutet, dass ein Körperteil zwischen zwei Dingen steckt und es wehtut. Das passiert oft mit Fingern, Händen oder Füßen. Man kann sich zum Beispiel etwas in einer Tür, einer Schublade oder einem schweren Gegenstand einklemmen. Zum Beispiel, du schließt die Tür schnell, aber dein Finger ist noch dazwischen. Das tut sehr weh. Du hast dir den Finger in der Tür eingeklemmt. Oder du willst eine Schublade schnell zumachen, aber deine Hand ist noch drin. Aua, du hast dir die Hand in der Schublade eingeklemmt. Er klemmt sich etwas ein. Er klemmte sich etwas ein. Und er hat sich etwas eingeklemmt. So, jetzt bist du bestens vorbereitet, falls mal ein kleiner Unfall passiert. Vergiss nicht, dir unser kostenloses PDF runterzuladen, damit du alle Wörter und Beispiele nochmal nachlesen kannst. Und jetzt bist du dran. Schreib uns doch mal in die Kommentare, hast du dir schon mal etwas gestaucht oder sogar gebrochen? Und wenn ja, wie ist das passiert? Erzähl uns gerne von der Geschichte.
und versuch einen Satz mit diesen ganzen neuen Wörtern zu schreiben. Vergiss außerdem nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Videos mehr verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal und pass gut auf dich auf.